Hallöchen und willkommen zurück hier auf meinem kleinen Kanal. Heute zum allerersten Mal mit Shrink the Giant. Und der Song heißt We're Both Idiots. Okay. Und die Band hat mir den Song selbst empfohlen. Das soll ein guter Einstieg sein. Ich bin schon mal sehr gespannt. Wehe, das wird nix. Ja. Ich habe da jetzt ein Auge drauf. So, wir schauen einfach mal rein. Läuft noch alles? Ja. Ihr wisst, ich habe in letzter Zeit manchmal Probleme mit dem Equipment hier. Aber funktioniert gerade alles. So, wir schauen rein. Let's go. Schlange. Oh nein. Leute, wenn ich sowas schon sehe, dann sagt mir das, dass das ein künstlerisches Meisterwerk wird. Zumindest was das Video angeht. Schaut euch das an. Alles schwarz-weiß. Ja. Er schwarz-weiß. Alles schwarz-weiß. Nur sie ist in Farbe. Das wird interessant. Ich bin jetzt schon begeistert. It was the 4th of December, you shut me out. Said it was hard to remember, needed you around. You got a wandering eye, yeah. I got a heart and mind, yeah. You gotta know by now. Das sah nicht wirklich aus wie Wein, was sie eingegossen hat. Das sah irgendwie von der Konsistenz her aus wie Blut. Interessant. I told you every single day, you never loved me that way. I couldn't ever make you stay. You're wrong, I'm right. Your fault or fight. You're wrong, I'm right. See me. You built a house just to go and burn it. You wrapped my heart up in a tourniquet. Cut me open, bleed me out, choke me, I won't make a sound. You ripped my heart out as soon as you earned it. Why do you love me like me? How could you love me like me? Also vom Video her bekomme ich jetzt zu diesem Vibe, er ist sehr gefühlskalt, interessiert sich gar nicht für das, was sie sagt. Aber sie ist auch sehr toxisch. Sie sagt, du hast Unrecht, ich habe Recht. Ja, ist sehr aggressiv. Aber es könnte sein, vom Stil des Videos her, guck mal, jetzt ist alles wieder hier auf Beginn zurückgesetzt. Dadurch, dass sie jetzt in Farbe war, er in Schwarz-Weiß, könnte es natürlich sein, dass wir jetzt ihren Standpunkt sehen und als nächstes seinen Standpunkt sehen. Das würde für mich Sinn ergeben, denn der Song heißt We're Both Idiots. Das heißt, beide haben was zu kritisieren am anderen und beide finden, ja, der andere verhält sich scheiße, ich habe recht. Und das macht eben beide zu Idioten. Man muss miteinander sprechen, man muss Kompromisse finden. Noch nicht mal Kompromisse, man muss einen Weg finden, gemeinsam zu leben und glücklich zu sein. Wenn auch nur einer von beiden nicht glücklich ist, macht das alles keinen Sinn. Ja, beide müssen glücklich sein. Es bringt nichts, dass einer sich schlecht fühlt, leidet, nur damit der andere glücklich ist. Alle müssen zufrieden sein, sonst muss man eine Sache auch beenden können. You got a bad kind of attitude, subtly rude. You blame it all on me when you're feeling blue. Said you needed what you took, yeah. Nodded your head when I shook, yeah.
I wish I knew how to read your mind. Das ist so ein Ding. Man möchte immer die Gedanken des anderen lesen können, aber tatsächlich ist es gar nicht so schwer. Man muss nur aufpassen, beobachten. Man muss gar nicht mal unbedingt reden. Zum Beispiel, wenn ich meine Kinder, wenn ich nicht weiß, was mögen sie, was wollen sie. Ich muss nur sehen, wie sie reagieren, zum Beispiel, wenn im Fernsehen Werbung läuft. Auf welche Dinge reagieren sie? Wo schauen sie gespannt hin? Ich muss nur aufmerksam sein. Auch bei meiner Freundin. Sie muss mir gar nicht sagen, was sie möchte. Ich muss nur darauf achten, wie sie reagiert, wenn sie bestimmte Dinge sieht. Dann weiß ich, was sie haben möchte. Und ich muss darauf achten, wie sie reagiert, wenn sie etwas nicht mag. Ja? Wenn ich etwas sage, was sie nicht mag, oder wenn ich etwas tue, was sie nicht mag, dann merke ich das an ihrer Reaktion. Sie muss gar nichts sagen. Man muss nur darauf achten. Und das ist gegenseitig. Es ist nicht nur der Mann, der die Frau beachten muss. Auch die Frau muss darauf achten, was der Mann möchte. Und da muss man eben einen gemeinsamen Kompromiss finden, einen gemeinsamen Weg finden, dass beide glücklich sind, wie gesagt. Und das ist hier, wie ich es erwartet habe. Ja, wir hören ihren Standpunkt, dann hören wir seinen Standpunkt. Jetzt ist er in Farbe und sie in Schwarz-Weiß. Das war zu erwarten. Zumindest für mich war das jetzt logisch vom Songtitel her und von der Art, wie das Video hier bisher funktioniert. Das gefällt mir richtig gut. Das ist ein toller Song. Toll gemacht. Tolle Lyrics. Die Stimmen der Sänger sind hervorragend. Die Band ist großartig. Ich möchte mir auf jeden Fall mehr ansehen von der Band. I told you every single day you never left me that way. I couldn't ever make you stay. You're wrong, I'm right. Your faults are fine. You're wrong, I'm right. See me, I die. Turn off the incubator, don't need a ventilator. I only use the stairs, don't take the elevator. Blaming the decimator, become the terminator. I've been all over this town, I said I'll see you later. I've been accustomed to your indecision. Rolled eyes at your circular inquisition. Wrapped up in the chains of cynicism. Say why do you love me and lie to me? Hey, how can't you love me and lie to me? You don't know how it hurts, how it burns. You don't know how it feels to be left on your own. Ja, das ist das, was ich meine. Beide sind verletzt. Beide haben Gefühle. Aber keiner von beiden kann es dem anderen richtig recht machen, weil jeder denkt, du hast Unrecht, ich habe Recht. Anstatt sich in die Lage des anderen zu versetzen, denkt jeder nur an sich. Und denkt halt, ich bin im Recht, du hast Unrecht. Nur meine Gefühle sind wichtig, deine Gefühle nicht. So funktioniert es eben nicht. Aber so ist es in vielen Beziehungen. Der eine, also beide denken eigentlich immer, sie haben Recht und der andere hat Unrecht. Und irgendwie leiden dann beide darunter. Und deshalb ist Kommunikation so unglaublich wichtig. Und dass man auch zuhört und sich auch in die Lage des anderen versetzen kann. Das ist essentiell in einer Beziehung. Nicht nur in einer Liebesbeziehung, in jeder Beziehung, freundschaftlich und auch im Beruf. Man muss sich auch immer in die Lage des anderen versetzen können. Das ist so unglaublich wichtig. Und so viele Menschen können das nicht mehr, weil jeder nur noch sich selbst sieht. Ja, ich finde das Video hier großartig, den Song finde ich großartig, das ist toll gemacht. Und es regt zum Nachdenken an. Super. Don't
großartig. Ja, gib mir mehr Empfehlungen für diese tolle Band. Das war super. Ich glaube, ich habe noch nie so wirklich so viel über die Lyrics von einer Band geredet wie hier. Und darüber, wie ich es interpretiere. Ja. Auch am Schluss, wo sie dann beide durcheinander gesungen haben, das ist auch sinnbildlich für viele Beziehungen. Beide reden, aber keiner hört wirklich zu und keiner denkt darüber nach, was der andere redet. Weil jeder denkt, ich bin im Recht. Du redest nur Mist. Ah, toll. Das war wirklich toll. Leute, den Link zu diesem tollen Video gibt es in der Videobeschreibung. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.